Herzlich willkommen, schönen guten Tag, ich hoffe euch geht's gut, servus. Ja, 17 Minuten haben wir noch, bis es losgeht. Oh, mit Piep, jede volle Minute, alles klar. Also ich habe auch gerade erst eingeschaltet, ich mach's jetzt mal noch kurz ein bisschen leiser und dann machen wir es gleich mal lauter, wenn es losgeht. Richte nebenher noch meine PS5 ein, die ich heute bekommen habe, die meine Frau heute entgegengenommen hat. Ich bin gerade von der Arbeit nach Hause gerusht. Und ja, genau, mal gucken. Bin gespannt auf jeden Fall. Grüß dich, Sebastian. Moin, moin. Smart, danke dir für dein Follow. Herzlich willkommen. Servus. Xbox One X zu holen. Oh, du hast die alte One. Puh. Die Frage ist halt, wie viel zahlst du für die One X, ne? Letzten Endes, die Series X kostet 500. Die Frage ist, lohnt sich überhaupt noch was anderes? Kostet die überhaupt 500 oder kostet die 400? Ne, 499 kostet sie, glaube ich. Insofern die Frage ist, lohnt es sich noch überhaupt was anderes zu holen oder nicht? Mal gucken. Das muss man halt abwägen, ne? Letzten Endes. Hey Jim Part, moin. Grüß dich, guten Abend. Hype, schreibt er, ja absolut. Ivan, moin moin. Ich halte schon meine Fresse. Hey Natsu, grüß dich nochmal. M4, hello, hello, Marcel. Servus, nochmal alle zusammen, hallo. Hey DX, grüß dich, schön, dass du reinschaust. Was gibt's für die, ach, um die Ecke für 160 gebraucht, die normale, also die, nicht die Series, sondern die Xbox One X. 160 ist ein fairer Preis, würde ich sagen. Da kannst du tatsächlich nicht so viel falsch machen. Ist halt immer so die Frage, ne? Ich denke mal, dass jetzt auch viele ihre Playstation verkaufen werden, ihre Pro. Also ich bin auch am Überlegen, ob ich meine nicht verkaufe. Also entweder verkaufe ich meine PS5 und kaufe mir eine neue Grafikkarte. Oder ich behalte die PS5 und verkaufe meine PS4 Pro und kaufe mir trotzdem eine neue Grafikkarte. Ich weiß noch nicht mal schon. Irgendwie sowas wird's werden. Hey Max, grüß dich. Satsuma, hello, hello, Gude. Alter, Pascal, wenn sie das ankündigen, dass Cyberpunk jetzt released, ich glaube, das Internet geht kaputt. Das wäre auch, das würde gar nicht in meinen Plan passen, so überhaupt nicht. Ich meine, ich würde es feiern, aber es würde gar nicht in meinen Plan passen. Ja, Natsu, auch das ist definitiv eine Option, ne? Frage ist halt so, inwieweit werde ich meine PS5 tatsächlich brauchen jetzt erstmal, wenn Cyberpunk rauskommt. Wahrscheinlich eher weniger, ne? Du genießt es von der Arbeit aus. Ja, von der Arbeit aus streamt sich so schlecht, weißt du, Jericho? Sie könnten das bringen? Ja, könnten sie, Pascal, definitiv. Aber ich glaube, die Leute würden es hart feiern und gleichzeitig total mad sein. Ich meine, überleg mal. So, du nimmst dir Urlaub für den 19. November. 3 Wochen vorher wird's abgesagt. Um 3 Wochen nach hinten verschoben. Du kotzt, weil du auf gut Glück versuchen musst, deinen Urlaub auf den 10. Dezember zu verschieben. Und dann kommen sie am 19. November und sagen, Überraschung, wir releasen doch heute. Was meinst du, wie mad die Leute wären? Ich würde ausrasten, glaube ich, wenn ich extra Urlaub genommen hätte. Das habe ich mir bei jedem NCW gewünscht und es wurde immer nur delayed. Ja, RIP, so läuft's halt, ne? Schmilchnitte. Hey Turk, grüß dich. Denjo, moin. Schön, dass du reinschaust. Disu, was geht? Ja, Sebastian, also ich glaube, der Unterschied ist halt eigentlich nur in den Frames wirklich spürbar. Also und das glaube ich dann auch nur, wenn du dich in der Open World bewegst. Ansonsten dürfte es auf beiden Konsolen relativ ähnlich laufen, zumindest bei der Pro. Von der Pro auf die 5. Allerdings ist ja da auch noch nicht das Next-Gen-Update mit dabei.
das wir irgendwann nächstes Jahr bekommen. Frage ist halt, wann nächstes Jahr, ne? Mitte nächsten Jahres interessiert es auch keinen mehr. Moin, Wolfgard. Was ich denke, was heute gezeigt wird, DX, es wurde schon gesagt, was heute gezeigt wird. Neues zu Johnny Silverhand, Neues zum Soundtrack und neues Open World Gameplay, vermutlich in Pacifica, nachdem sie den Shot gezeigt haben auf der Achterbahn. Und die Achterbahn ist, oder dieser Amusement Park ist in Pacifica, insofern denke ich mal, dass wir da ein bisschen mehr sehen werden. Was ich ziemlich cool finde, weil ich finde die Voodoo Boys total interessant. Und die Animals sehen halt einfach brutal aus. Hey, Paul Schlenis, moin! Na Marco, alles gut? Dan ist auch da, wenn er gerade da ist. Er ist da. Na, alles gut, alles gut. Marco schaut auch an. Ja, genau. Auf dem PC dabei, Niklas. Ja, das ist, glaube ich, auch die beste Wahl. Und mit der GTX 1080 gut gerüstet für Cyberpunk. Mittelmäßig, würde ich sagen. Ich habe auch eine 1080 Ti und bin nicht ganz happy damit. Richtig debated, ja, kannst du mal sehen. Geht schon los am 19.11., ne? Hey Joel, grüß dich. Schön, dass du reinschaust. Jo, ich bin echt gespannt, was jetzt kommt heute, Danny. Hype. Das Schlimme ist, ich versuche seit Jahren, mich wenig bis gar nicht hypen zu lassen, weil es einfach schon zu oft zu schlecht ausgegangen ist. Aber bei Cyberpunk ist es seit langem mal wieder schwierig, tatsächlich. Das Schlimme ist, umso mehr man sich informiert, desto weniger skeptisch wird man, so wie bei anderen Games, wo du eher skeptisch wirst, wenn du dich mehr informierst. Du wirst eigentlich nur mehr hyped. Das ist echt scheiße. Ja. Ach, RIP. Nicht wieder Konsolen-Gameplay. Sie haben schon angekündigt, dass es auf jeden Fall ziemlich bald wohl auch PlayStation-Gameplay geben wird. Das haben sie auf... Ich schätze mal, dass sie auch wieder beides zeigen. Was halt wirklich eigentlich am interessantesten wäre halt die alte Current Gen. Also sprich die normale PS4, die normale Xbox One. Wobei ich denke auch, dass sie einen relativ großen Anteil ausmachen. Und ich denke auch, dass die halt am meisten Probleme machen, ne? Also die werden mit Sicherheit ein Grund sein, warum es nochmal delayed wurde, wenn die Konsolen halt das Problem sind im Allgemeinen. Dann dürfte das halt so ja mit das größte Problem sein. Also hat er gestern, oder was heißt gestern? Vorgestern haben wir ja schon gesehen, dass es halt echt Probleme macht auf den normalen Konsolen. Alter, dieser Chat macht mich wahnsinnig. Zu hart. Das hat mich so abgelenkt. Ultra in 1440p mit der 2070 Super. Sollte. Auch da bin ich noch skeptisch. Aber sollte eigentlich, Pascal, ja. Nee, fehlerfrei wird es auf gar keinen Fall sein. Ja. Ja, und halt auch das CDPR letzten Endes
halt der Entwickler ist, die Witcher 3 gemacht haben und ja auch in Witcher 3 einfach wahnsinnig viel Herzblut gesteckt haben, ne? Die Quali sollte eigentlich nicht schlecht sein. Wer hatte gerade gefragt? Ich such's gerade. Chris hat gefragt, ja, der ist auf YouTube und auch da ist die Quali, ich habe es gerade selber nochmal nachgeschaut, du musst im Zweifel die Qualität umstellen auf 1080p, 60. Ja genau, auch auf YouTube kannst du es hochstellen. Also sie haben schon auf Twitter, Pascal, sie haben, ja, gerade eben schon, das ist von Johnny Rockerboy, ne? Ja genau, hatte ich gerade eben schon. Pascal, sie haben mir jetzt nur Xbox gezeigt, ich schätze mal, weil sie einen Vertrag hatten, aber sie haben auch schon angekündigt auf Twitter, dass sie auch PlayStation Gameplay noch zeigen werden. Sigboy 1080 schafft überhaupt gar kein Raytracing, falls das überhaupt ein ernst gemeinter Kommentar war. Also Raytracing erst ab der 20er Series. Das ist ja auch das Kaufargument für eine 3080 oder 3070 oder 90 für Cyberpunk, ne? Ja, genau. Parcellini, man darf nicht zu viel erwarten. Ja, absolut. Ich glaube auch, dass die Leute, das merke ich auch in meinen Kommentaren, die jetzt gerade unter dem letzten Video, wo das Konsolen-Gameplay gezeigt wurde, wo ja definitiv nicht alles rund war, da haben viele Leute haben geschrieben so, boah, ich bin eigentlich ziemlich enttäuscht von dem Gameplay. Und ich glaube, viele erwarten irgendwie ein Spiel wie God of War mit einer Open World. Ne? Also das halt, wo halt alles so polished ist wie bei Uncharted oder God of War oder Spider-Man oder so. In so einer riesigen Open World und mit so einem RPG, mit solchen RPG-Elementen wie halt Cyberpunk oder The Witcher. Aber sowas wird es halt nicht geben. Also das ist einfach ganz klar, ne? Die können... Ich glaube, den YouTube-Chat kann man nicht separieren. Echt? Oh, cool. Toast, finanzieller Ruin für CDPR. Also gut für die Firma ist es definitiv nicht, wenn das Spiel floppt. Wobei ich nicht glaube, dass das Spiel floppt. Allein schon zum Release glaube ich nicht, dass das Spiel floppt. Also ich denke mal, dass sie ihr Geld schon wieder rausbekommen. Die Frage ist halt, wie groß wird die Marge, die sie damit machen. Und davon ist natürlich abhängig, wie das Spiel launcht, ne? Aber ich denke, allein der Launch wird schon extrem gut werden, weil halt die Erwartung sehr hoch ist und ich glaube, sehr viele auch sehr viel Vorschusslorbeeren und Vorschussvertrauen geben, ne? Wie gesagt, The Witcher. Kriegott, nee, der Stream auf YouTube ist nicht schlecht, du musst bloß die Qualität von 480 auf 1080p hochschalten. Also ich habe es gerade selber angeschaut, Kriegott, bei mir sah es genauso aus wie auf Twitch. Genau, Keks, die Demos sind in der Regel immer ein paar Wochen alt, die müssen ja erst aufgenommen werden und dann geschnitten werden. Also auch das, was die Holly, die ist praktisch der Presselead von UK, also die man immer beim Night City Wire sieht, das ist alles nicht live. Also, ne, das ist kein Livestream, was die da machen, die übertragen ein Video. Livestreams finden dann danach statt. Ja. Ja. Ja, ja. Ja. Absolut, absolut, definitiv. Da wird wirklich jetzt mit Argusaugen an alles rangegangen und mit der Lupe.
Was total krass ist, wenn du überlegst, so, so voll unnötig, dass da so ein Aufreger ist, deswegen. Danke. Richtig krass, ja. Vielen Dank übrigens für dein Abo, ich hab's gerade erst gesehen, sorry. Dankeschön. Iso, vielen Dank für dein Follow, herzlich willkommen, Fexomat. Grüß dich, danke auch für dein Follow. Moin, moin. 2 Minuten noch. 2 Minuten noch. Lucky, moin. Grüß dich. Herzlich willkommen und Reaktion, moin, moin. Ja, ist glaube ich halt auch. Glaube ich auch, dass da definitiv genug zu tun geben wird. Hey Don, grüß dich. Ja, wie kann da nur ein Bug drin sein, Keksmonster? Ist so. Ich weiß auch nicht. Also vor allem, wie können die sich auch trauen, sowas überhaupt zu zeigen? Ist ja auch so geil, die haben ja auch ein Gameplay-Material gezeigt bei einem der letzten Night City Wires. Das war dann in den Interviews. Gab es einen etwas längeren Ausschnitt von der Szene, die auch in einem Trailer drin war. Und da geht man so runter ins Afterlife. Und das hat halt irgendwie auf Reddit dann auch entdeckt. Da steht halt so ein Typ im Hintergrund in einer T-Pose praktisch hinter so einer Gruppe von anderen, die sich unterhalten. Und steht da halt, das ist halt keinem aufgefallen, ne? Die T-Pose. Ja, letzten Endes, mich stresst sowas halt auch überhaupt nicht. Und ich glaube, so muss man halt auch rangehen. Dass man halt einfach wirklich... Na, es ist ein Open-World-Game und du wirst Fehler finden, aber ich finde sowas halt eher lustig. Jetzt machen wir mal Fullscreen, ha? Let's go! Und Dexter. Ja, den gab's jetzt wieder, ne? Hast du mitbekommen? Oh, RIP. Now we're going to start today's episode with a new trailer that will take a closer look at Johnny Silverhand before we go behind the scenes with Keanu Reeves and have a chat to English adaptation director Boris, who will tell us exactly what it was like to work with him. Then we'll be exploring the original score and talking about some of the radio stations you might listen to while driving around Night City. Before we take a look at the Jolly technology, which is powering facial animation in Cyberpunk, and unveil a new My Reward scheme, which anyone can take part in, no matter which platform you'll be playing Cyberpunk on. We'll then wrap up today's episode with a brand new gameplay trailer. It's a busy episode, and it will be our final episode of Night City Wire before the game launches on December 10th. So, let's get going. What the hell, dieser Charaktereditor oder Inventarscreen. What the... Where'd you even come from? How are we even talking? Oh, Deutsch! Understand? Da waren deutsche Grafiken? Gets in my way. You weren't dreaming, V. Those were memories. What the fuck? We're connected in a way I can't make head or tail of. Who? Me and who, Vic? Wie geil. Silverhand. Johnny Silverhand. Real talk of the town back in my day. He died like... Hey, Andy. You need to say there's an actual terrorist in my head. What right the fuck? now. He burned down half the city just to prove he was right. So viele geile And Szenen. the other half just for fun. Die Nuke! What do you want from me? Oh mein Gott. Destroy Arasaka. I don't even know what that means. Do whatever it takes to stop him, defeat him, gut him. He already tried to take What over your body. the fuck? You know, just for a little while. Hear me, asshole? A bullet to the fucking brain. Get out! Just get Ja, the Mann, fuck Alter, out. wie krass.
to get rid of it. Alter, wie You krass. don't have much time left. Alter, wie krass. So Gänsehaut. You're a dick, you know. And you're a cunt. Maybe we'll fit together after all. Der Spruch. What the fuck, Alter. Sometimes we like to share things with you, and other times we like to keep secrets, and it can be worth it for that big reveal. Pretty sure nobody was expecting to see Ich hoffe, sie haben so eine Schutzmechanik. Valhalla hat das auch, du kannst Nacktheit ausschalten. Also so krass, hast du die Nuke gesehen? Ja, das ist die alte Szene von 2023. Wie Johnny Silverhand die Stadt in die Luft springt. Ja, wir können das halt wahrscheinlich nochmal erleben. Mega. You know you don't gotta speak out loud to talk to me. And I've processed some shit. Changed my mind. Don't want you dead anymore. You know, and got to play a character in so many kind of different ways because of different paths or threads or choices. So you almost get to play one moment, say you have a decision. Would you take a bullet for it? With 3 different behavioral Ja, beim zweiten und dritten Playthrough dann. You know, he's Johnny's either Brandon's. a dick, or he's 100% happy, Jericho. or he's trying to convince. Know why? Because you've always been a fucking pussy, Carrie. So it's been fun, and that was kind of what I was interested in. You know, the different options that the game Alter, could dieser play. Trailer war zu krass. Playing the same person, but with war so different hart. versions of it. Motion capture, baby. Johnny Silverhand. So one of the first Geil. elements that I was involved in with the game was motion capture. I've done a fair bit of motion capture. I Alter, did ist it das with, Keanu? in the Matrix films. So to Ohne start Bart? doing the motion Sieht so capture aus. for Johnny, Wie it was all krass. very familiar to me. The only difference, I think, technologically was how close they were going to real-time review. But creatively, it was very familiar. Das ist in the richtig sense krass, of ne? Starting a library of Geil, gesture Mann. and the toolbox, let's say, for the animators to work with Mega. for the character. Ich habe den gar nicht erkannt erst, Keksmonster. So you get to see Voll. Johnny as the rock star. Ja, ist so. You know, you hear Lange about his Haare. military past. Ich meine, You know, ohne he's Bart war er fighting einfach noch for his jünger, als man gesehen survival. hat. So he's kind of got all of these things leading into the moment of this guy. It's really a kind of an interpretation, because I think there's a Johnny Silverhand in all of us. He's got a lot of energy. Hochkarätig He's got a besetzt, good Mann. sense of humor, if not a little dark at times. He's very passionate. He cares. You know, it's he's kind of naive, but he's also super experienced in life. He's got certainly an appetite for life. No, you're wrong. He wants to change the Allein world. auch die ganzen Gesichtsausdrücke, die er He has a mitbringt, ist cause that he halt. wants to fight against the corporation. Allein wenn das gecaptured ist, ist es halt mega. He's kind of looking for a different kind of freedom. Corps have long controlled our lives, taken lots. And now they're after our souls. At least I believed in something bigger. What the fuck? At least I had a cause. What CD Projekt Red has shared with me in the way that they Du talk kennst du about the Milfgard game, nicht, what I've Keksmonster? seen Mega. is that it's got a lot of freedom. There's so many different paths that you can play the game on. But it's not just quests of paths. Hans. It's like, who are you? How do you want to play the character? If I gotta kill, I'll kill. If I need your body, I'll fucking take it. You can go into action, Yo. you can go into mystery, you can problem solve in different ways. And where you go in this world, there's so much detail. There's so many different things that you can go off into that are really interesting. What the fuck? And fun. There's a real drama to the game and emotional stakes to it. And then there's lighter sides to it. And of course, the music, production design, technologically, how cutting edge it is. I don't think there'll be a game that looks like this. Yeah, it's intense. Fuck. I take the driver, you get his side. Oh Mann. Bye-bye.
fucking God. Diese Gameplay-Szenen, die sie zwischendurch zeigen, auch Before we get richtig into what it was krass. like to actually work with Keanu Reeves, was it always him that you imagined as Johnny Silverhand? Was there anybody else that you ever considered having for the role? Yeah, Holly, it was a long, arduous, extended process to imagine what Johnny Silverhand is supposed to look like, what he's supposed to sound like, what he's supposed to act like. Könnte durchaus kommen, ne? Everybody and their great-grandmother seemed to have an idea. And the process actually involved a lot of people. Genau. Game director, character artists, writers, marketing staff. I could go on. You know, we cast a pretty broad net initially. We considered actors. We considered enlisting actual rock stars, you know, band frontmen to play the role. At one point, we even toyed with the idea of taking and reviving a recently deceased, longtime luminary of the recording industry. Now, some might say that it was a pipe dream to assume that we could do that technologically or otherwise. Well, I'll see you that pipe dream and raise you another, because one could easily say that it was a pipe dream to assume that we could successfully pitch to and ultimately enlist Keanu Reeves to play the role. Now, I'm sure this is on everybody's mind right now, but what was it actually like to work with Keanu Reeves? Because even he said in the video, this was like nothing he'd ever done before. Ja, das wirkt echt so, der Reaktion. Total auf dem Boden geblieben. Anybody who gets to work with Keanu has to answer. And I get where it comes from. Keanu is a consummate professional. When he's at work, he's at work. He's completely and utterly focused. To that work, he brings his talent, he brings his art, his technical skill, and overwhelming charm. And yes, the scale and the complexity were and are dazzling. Non-linearities, the variation in attitude, mood, emotion that are required to achieve them, they can be difficult to get your head around. And if you take all of Johnny Silverhand's bits, you know, his screen time, it's like doing the equivalent of many, many feature film roles put together. And we covered all that in a handful of mocap sessions and under 24 VO recording sessions of 4 to 6 hours each. And that took focus, it took control, it took dedication, all of which Keanu provided in heaps. So tell us a little bit more about the character of Johnny Silverhand and why he's important to the story, but also why it's important to have him played by like such a powerful personality. Okay, how do I do this without spoiling too much for gamers? In the broadest sense, I'd say Johnny Silverhand is a co-protagonist of the game rather than a sidekick. I mean, there are buddy bits in the game, but in the end, Johnny has an agenda and he pursues it, and V has an agenda and has to pursue that. And to get things done, V and Johnny have to work together. Some of the things they do are V's, and some of the things they do are Johnny's, and some of them are important to both of them. That bonds gamers, I think, to both characters. Both characters' agendas become equally important. Ja, ist so, die ist so hart gewesen. Both characters' continued existence. Doch cool ist, dass sie so viel Romance-Szenen gezeigt haben. Gamer or viewer or reader. Habe ich mich schon gefragt, wie das in First Person ist. Create that bond between them and the protagonist or protagonists. You have to make those characters understandable to them, likable to them, lovable to them. With that understanding, even when they do something not entirely admirable or say something reprehensible, you stay committed, you stay involved, you stay bonded to them. And there's no denying casting a powerful personality, somebody who exudes charm by the truckload, helps to further all that. So Boris, can you tell us, like, what does Keanu bring to Johnny Silverhand? What Keanu brings to Johnny Silverhand is nothing more and nothing less than Keanu. I could parse that into a string of adjectives, but I kind of think that would be borderline insulting because it wouldn't begin to do him justice. To anybody who's seen the applicable movies, Neo is Keanu, Keanu is Neo. John Wick is Keanu, Keanu is John Wick. John Constantine, Johnny Mnemonic, Jonathan Harker, Johnny Utah, they're all Keanu. And to anyone who will play Cyberpunk 2077, Johnny Silverhand will be Keanu. To my mind, at least, star power is a fact and an important factor for broad sections of the audience out there.
Das stimmt, alle diese Rollen hat er halt wirklich gelebt, ne? Because we saw you in the video, you know, doing some of it, but really, how does it work? But I wish I could, Holly, but I'm really no mocap expert. Nee, Keksmonster, das ist neu. I can basically tell you what the day looked like, what the process looked like to me. To me, it was a fine day in LA, and I put on a wonky-looking bodysuit with globules all over it, and I put on the headcam, and then we proceeded to block and then play out scenes between V and Johnny, and we did it over and over and over again. As we did that, I must have poked Johnny in the chest hundreds of times, and I must have yelled "fuck off" at Johnny 35 times, you know. Well, I never expected to be doing any of that. No, I never imagined I'd be doing any of that. Well, Boris, thank you so much for joining us. Your voice in the studio is quite iconic. So whenever I talk to you, I feel like I'm in a trailer. It's amazing. It's not all that. It's not all that, Holly. Thank you. Well, from Soviet-era synthesizers to body heat radio, it's time to explore the original score and just some of the radio stations you'll be listening to when you're driving around Night City. Score is the main vessel of emotions in both movies and video games, and Cyberpunk 2077 is no different. It actually took us a long time to find the right color of the music. Getting that sound together is almost as important as the actual look of the game. Legendär Soundtrack von Dread ist von Paul Leonard. Connection to the game. Mega. Richtig geiler Track. So one of the main ideas was to take the Cyberpunk genre out of the 80s and give it a 90s flair. Jeder, der Cyberpunk kauft, ja, jeder, der Cyberpunk kauft, kriegt den Soundtrack. And make them fit our ist halt CDPA, ne? We've decided that close to 100% of our music would be purely electronic. That's why we tried to stick to analog synths as much as possible, so it's got a warmth to it. I'm super proud of the team we've managed to gather for this project. For me, it was basically my own personal aesthetic matching the aesthetic of the game. When I read the brief, I was like, oh, this is going to be great. I can be myself. I can make music, and it comes from an honest place. I love the fact that the music in this game is so varied. So we have some tracks that are super dirty, super heavy, and then we have some tracks that are very beautiful and ambient. I'm using all kinds of different effects. So it's been great to be able to experiment with the sound and the style. Nee, glaube ich nicht, der Reaktion. It's my first time actually doing any drum tracking for a video game. It's been really exciting. It's been a lot of fun. It's all about making you feel like a perfect killing machine, because that's what you are basically. Well, I can do that all day long. So you'll just have to tell me what you like, and what you don't like. Cool. Okay. It's not going to sound like one thing, depending on what part of the city you're in. We basically scored every quest pretty much with custom assets created specifically for that quest. We ended up having over 7.5 hours of music in Cyberpunk. Working on Cyberpunk. 7,5 Stunden Musik. Okay, what the hell? I can seriously say that I've never worked with such a bunch of mad people in my life, and mad brilliant. Geil. Was für ein Banger-Track, ey. The gear that we use comes out of boutique shops or richtig geil. Synthesizers like this Polyvox. I really hope all this effort put into creating this score pays off with satisfying and enjoyable listening and gaming experience. Dejan weiß ich noch nicht. Ja, Alex, definitiv. Hello, Night City. What
Sie haben von A$AP Rocky haben sie noch gar nichts gezeigt. Ist ja auch dabei. I love this town. Love it like you might love a mother who popped you out on the steps of an orphanage once and now stops you to ask if you got a smoke for her. And now, a shout out to all the lowlifes over at the Atlantis. Ladies and gents, here's that all-time classic in Night City. Der Track ist auch so fett. Soundtrack is one of the key elements we use to Hast du das Video build gesehen? believable Von world. Run the We've Jewels? invited artists So krass. from around the world, incredible talents, incredible musicians, to write and produce songs just for us for this project. Reaktion, sie zeigen zu 90% Sachen aus dem Prolog. 10.12. We've got over 150 custom genre-bending tracks, all waiting for you to discover them by yourselves. You know, the reason I wanted to be a part of Cyberpunk is, well, basically I know The Witcher is super sick, and then I actually got to play a preview of the game, which was fucking incredible. I've always wanted to do something connected to a video game, so I was pretty excited when this came in, and it was like an instant yes. I was kind of imagining what it would be like being a character in that game. The person that's a musician in this world and this time has grew up in that space. This isn't just some fun shit, there's also an intellectual and spiritual history to this world that's been constructed for you, you know? We want to provide you with the soundtrack to fucking shit up. Like, how can you not want to be a part of that? For those of you who can't wait to hear more from our composers, we're going to be releasing a special 6-track Cyberpunk 2077 EP featuring tracks from the game's original score onto streaming services for you to enjoy for free. And they'll be live at the end of this episode, so you can give them a listen later. 6 Tracks gibt's In nach addition, dem if you're Stream. planning on live streaming Cyberpunk, So. or if you just want to make videos, we want to introduce you to a new mode that will allow you to disable certain copyrighted tracks. Ja, We know sehr that gut. for content creators, licensed music can sometimes be Sehr problematic. gut. So with this new mode, you'll be able to disable a small number of selected tracks which could cause some issues, replacing them with a different song, helping to avoid any problems. Richtig gut. If you're going to be live streaming from console, this will start automatically, but you can toggle it on and off in the options as needed. Du kannst And for in-game PC in den players, you'll Optionen be able kannst to du turn it on and ja. off in the game options. Das hat Don't forget, as with all episodes of Fortnite Night hat das City bei Wire, Emotes. if you're Es gibt tuning in Emotes, late die or if sind you nicht just want to watch anything again, DMCA we will be safe. uploading Da everything kannst du to our einstellen, channel. dass dann kein Ton abgespielt Now wird, keine from Musik. Polish to Chinese. When Cyberpunk launches, it will have Ja, VO voll. in 10 Deswegen different glaube ich, gibt es das auch für die So we're Nacktheit. gonna take a closer look at the Zumal du auch Jolly den technology, Charaktereditor which is schon gesehen ensuring hast, each and every wo one sie is Klamotten as anhaben. authentic as possible. Das war ja in einem my name is Sarah ARD-Beitrag. Watling. Und ich kann mir vorstellen, dass du das ein- und ausschalten kannst. Jolly Research in Toronto, Ontario. Das ist auch richtig cool. Das Video dazu habe ich schon geschaut und auch selber schon ein Video dazu gemacht. Jolly the software. Richtig, and richtig gut. Jolly in action within the world of Cyberpunk 2077. Maintenant, tu vas répondre à mes questions honnêtement, sans détour. Rayfield's mine. Скажи заплатить 2 раза, заплатишь 2 раза. Jolly is a suite of tools and a suite of services that result in what we think is the coolest and best and highest quality facial performance on characters. Oh. Is that supposed to sound familiar? It's automatically generated on a face based on audio dialogue, audio speech from a voice actor. Ja, ist ziemlich lang heute, SX. Danach kommt ja auch nochmal ein Trailer dann. What Jolly tries to do is it tries to get to the root of what is being expressed Gute halbe in the Stunde vocal wahrscheinlich. performance and put that on a 3D character. That's Rogue. Best fixer in all of Night City. There is just an incredible amount of performance in this game. Sure. A procedural solution allows you to animate over and over and over again at a tremendous scale. Jolly is what powers every single character in the game of Cyberpunk 2077 Boah, wie sieht der denn in all aus? of the Hart. languages that the game has been localized for. Er ist wirklich so, Niklas. Hast du Kontakte? Hat Infos zum Konvoi durchsickern lassen? All you're Deutsch. doing is changing an attribute. For example, speech style. If you wanted your character to
to shout instead of mumble. Instead of issuing a set of commands that redo the animation, instead you click an attribute going from, in this case, mumble to shout. But you walk. You breathe, but you walk. You breathe, but you walk. You breathe. If the lip sync is right, you don't notice. If the faces match and match the performance, you don't notice because you're too busy paying attention to how awesome the game is, how much you care about these characters, what you're gonna do, and that's what we want. That to me is that's the sizzle. Die Vorgeschichte zu Cyberpunk an sich, Fexomat, oder was meinst du? When you pay his town a visit, to tell him what's brought you here, maybe even over a cup of coffee. Now we're excited to reveal digital and in-game rewards for Cyberpunk 2077. It's our way of saying thank you for your support. Now, every copy of the game comes with digital downloadable goodies such as the art book, the original score, and a digital comic, all from the Cyberpunk universe. But there's more. You can also claim in-game items for Cyberpunk 2077. For example, YouTube auf you could Twitch. be rocking the Wolf School jacket for simply connecting the game to your GOG account. And if you have other CD Projekt Red games, such as The Witcher or Gwent, you can get even more. And it works both ways. If you connect the game to your GOG account, you can also unlock special in-game items for Gwent, the Witcher card game, such as the samurai-inspired card and coin back, and the breathtaking Und hier ist meine Lore-Playlist. Now, this new My Reward program is Da for findet ihr die everybody. Geschichte No matter zu which platform Cyberpunk. you're playing Cyberpunk on, you'll be able to get your digital goodies and in-game items. Now, this is just the Doch, beginning, die gab's schon and zu there'll be more kaufen. items coming in the future, Die sind schon and lange we'll have ausverkauft. more information on My Rewards Und es gab gestern und vorgestern gab es nochmal welche, aber sofort ausverkauft innerhalb von Minuten. Again, we will be uploading everything to our channels soon. So before we take a look at that new gameplay trailer, we just want to reveal that a number of games media from all Der over the Soundtrack world ist so geil, Hans. have been playing Cyberpunk 2077, and you'll Ja, be able ist to so, read their sneaky. latest impressions when this episode of Night City Wire finishes. So Okay, you wie can war das go mit den and check them Ingame-Drops out. oder ja, So den now, Ingame-Twitch-Drops, let's die wrap nicht up this mitbekommen? episode and take a Grip. look at that brand new gameplay trailer. Oh, jetzt bin ich gespannt, Mann. They got Let's a go. lock on us. Engine's been hit. Rogue! Get us out of here. I'm losing control. Nein, das ist auch von damals. Ja, Wunderpro. Auch 2023. At CD Projekt Red, we dedicate ourselves to telling immersive stories. Yet with every new project, we set out to make our games bigger, more Unter Wasser, complex, was? deeply engaging. Come on, V. Let's get you home. Cyberpunk 2077 marries Hör mal exploration of a auf. vast open world with kinetic combat, story-changing player choices, and robust character development, all to bring you into our vision of the dark future. You ever feel like a city doesn't give you a choice? You either burn alive in it, or you never existed at all. The year is 2077. An economic crisis culminating in nuclear conflict has left America in pieces. With most of the continent degenerating into lawless war zones, people from all over have converged on the already overcrowded Night City, one of the world's last great megalopolises. A hub amassing the best in resources and know-how, and home to Was ist heute manufacturers los, ey? of cutting-edge technologies. Night City continues to offer the promise of a civilized future. What? No, this isn't happening. Oh, but it is. But in the city's streets, a merciless struggle for power rages. Gangs, corporate agents, hustlers, religious cultists, politicians, and all manner of criminals strive to outplay one another. Ordinary people get caught in the crossfire. Looking for justice. In Night City, I seek revenge. Much more feasible here. Wow. In this world, consumed by never-ending conflict, sometimes only an outsider will get the job done. Elizabeth tells me you have answers for us. I'm all ears. And that's you, an urban mercenary, a cyber-enhanced gun for hire. You seem to understand each other. Take this, too. As a mercenary,
You swear no allegiance. You've chosen the outlaw life and trust that your abilities will carry you up Night City's ruthless, underground social ladder. Heart of Night City. That's it right there. To thrive as a merc, you need the right combination of gear, skills, and reputation. Dex had a load to say about you. I hope he wasn't overselling. With the money you earn, you can turn yourself into a living weapon, buying guns and enhancements in the hundreds. As you roam the city streets, you gain the experience you need to upgrade abilities and acquire perks. Combine the right skills and gear to create a gunslinger with inhuman reflexes. A stealthy netrunner with command of all surrounding tech. Or practically anyone in between. What the hell? In Cyberpunk 2077, you steal a prototype biochip that can set you up for life. Being filthy rich. When its sealed container is ruptured, the only way to prevent the biochip from failing is to slot it into your head. It turns out it contains the digitized soul of Johnny Silverhand, a dead rocker boy with violence on his mind. I mean to say there's an actual terrorist in my head right now. He's out for revenge. Oh mein Gott. Aims to bring down the megacorp that made Das ist halt the wirklich chip. so real. Do whatever it takes to stop him, defeat him, gut him. What is in your head can shift the balance of power in Night City. The high and mighty will do anything to lay their hands on it. Alter, wie viele Szenen! Told you I'd end you someday. The choices you make will shape your story and determine how events unfold. V, you gotta take him down. That's why we're here. But not everything in Night City is a matter of life and death. Sometimes it's about style, choosing your look, your ride, your pastime, who's at your side. Choosing how you spend your dirty money. Nicht dein Ernst. Ich dreh durch, ey. Ich dreh durch. Welcome to the next generation of open world adventure. Immerse yourself in Cyberpunk 2077. Das ist nicht euer Ernst. Das war der krasseste Trailer, den ich seit langem gesehen habe. Also zu dem Game definitiv der krasseste bis jetzt. Wie hart. Wow. 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 Was war das denn? Warum ich so viele Chars kenne? Weil ich mich mit der Lore beschäftigt habe, Fexomat. Wie krass war das denn? Wie krass war das denn? Der letzte Trailer war unglaublich. Unglaublich. Ja, absolut. Style ist das Endgame URL. Nee, ich schätze mal, dass noch eins kommt, ehrlich gesagt. Kurz vor Release. Und was sie rausgehauen haben, ey. Richtig krass. Alter, dieser Trailer am Ende war richtig, richtig heftig. Da war so viel Zeug drin. Also wieder Szenen, die aus 2023 sind, wo wir praktisch, also wo Johnny Silverhand und sein Einsatztrupp, als sie versuchen, Old Cunningham zu retten, eigentlich halb Night City zerstören. Es ist geil, dass wir das praktisch nochmal den Kollaps von der damals bekannten Welt sozusagen, dass wir das nochmal spielen können. Wahrscheinlich in einem Braindance oder so. Das ist richtig krass. Ja. Ja, ich glaube auch. Ja, das glaube ich auch. Und also letzten Endes, ich wusste ja, dass es Flashbacks gibt. Das hat man ja immer wieder gesehen. Also muss ja, wenn du als Johnny Silverhand spielst, letzten Endes. Ne? Das war klar, dass da irgendwas in der Richtung ist. Aber dass es halt so weit geht, dass es wirklich so viel von der Lore von damals erklärt und erzählt ist, hätte ich nie gedacht. Richtig, richtig krass. Richtig krass.
Wow. Puh. Ja, YouTube-Analyse. Ich bin ein paar Tage beschäftigt. Eigentlich wollte ich heute Abend ein bisschen Spider-Man streamen, aber ich glaube, ich setze mich lieber mal ans Video. Ja, zu tun habe ich sowieso. Ich wollte eigentlich mal wieder ein bisschen zocken, aber so schnell sehe ich mich nicht zocken. What? Oh, ja, weißt, ich komme erst um 9 Uhr online normalerweise. Heute ist eine Ausnahme. Ja. Vorfreude ist bekanntlich die schönste. Ja, es gibt so Momente, da ist das nicht der Fall, Florian. Aber what the hell? Ja, also das, was sie uns heute gezeigt haben, war Zucker. Ich werde es, glaube ich, jetzt auf Steam abbestellen und auf GOG vorbestellen, einfach nur wegen dem, was da steht. Das ist es schon wert. 100% des Geldes geht an CD Projekt Red und das ist es schon wert. Außerdem gibt es einen Comic, einen exklusiven, den du sonst nicht bekommst. Und ich weiß nicht, ob du GOG mal gesehen hast, aber die haben ja den eigenen Launcher. Kennst du GOG Galaxy? Ist ja total krass. Kannst Steam. Ja, genau. Und du kannst ja alles hinzufügen, also deine ganzen Accounts. Also ist eigentlich ziemlich cool, muss ich sagen. Insofern, ich werde es, glaube ich, darüber kaufen dann. Was war das, ey? Unglaublich. Ja, nicht von allen, ne. Also du kannst auch Steam kannst du nicht schreiben. Ne, du kannst nur sehen, wer online ist und was er macht. Ich glaube, Uplay geht gar nicht. Und Origin geht auch nicht. Aber PSN geht, da kannst du auch schreiben sogar. Irgendwie kannst du schreiben. Oh ne, Chat wird nicht unterstützt, geht auch nicht. Ja, genau. Ach, mir ist es wurscht. Ich habe eh so viele, ne? Und der öffnet ja sowieso, auch wenn du ein Uplay-Game zockst. Selbst wenn du es über Steam kaufst, wird es dann ja über Uplay geöffnet und gestartet. Ah. Ja, DRM-Free ist natürlich auch immer ein gutes Argument, definitiv. What the hell? Dieser Trailer macht mich fertig. Aber ich freue mich wirklich drauf, mich hinzusetzen und mir alles genau anzuschauen. Das habe ich bei den letzten Trailern auch gemacht. Ein Night City Wire habe ich ja leider komplett auf Englisch gemacht. Das heißt, davon hat die deutsche Community eigentlich gar nichts mitbekommen. Und das waren, fand ich, auch mega gute Trailer. War es 1 oder sogar 2 Night City Wire? Ich glaube, es waren 2 tatsächlich. Genau, und die habe ich halt nur auf Englisch gemacht. Ja, genau. 3. und 4. habe ich in Englisch gemacht und die waren halt auch so krass. Da waren die Trailer auch so gut und das jetzt halt aber auch. Ja, das war auch geil. Insomniacs, vielen Dank für dein Abo, Mann. Dankeschön, freut mich. Crazy. Ja, Leute, ich werde euch, glaube ich, gleich mal weiterschicken an den Dan. Der wird bestimmt jetzt noch ein bisschen Destiny spielen, so wie ich das vermute. Oh, okay, aber du weißt ja, wie man die Leute unterhalten kann. Und dann werde ich mich mal zu meiner Family begeben, die jetzt gleich ist. Ist zu spät, Raid läuft schon. Ja. Ach so, ich dachte, du hast auch gestreamt. Ja, dann hopp. Ja, hopp. Hopp. Ah, heute ist die Notfallwartung, oder? Für den 303. Na, gut. Ja, let's go. Kann man alles noch nachträglich machen. Nein.
Oh, wow, was war das denn, ey? Crazy. Lol, Hans. Hans, ich habe mich spontan komplett nackt ausgezogen. Lol. Mehr wollen wir gar nicht wissen. Verdammt. Soll man machen. Cyberpunk halt. Lohnt sich Valhalla? Also mir hat es nicht gefallen, der Reaktion. Ich meine, wenn du Fan bist, denke ich mal, AC-Fan, dann ja. Dann ja. Jetzt ist Twitch leider schon weg, macht nix. Ja, Logo. Also wenn du Valhalla wenn du AC-Fan bist, dann wird dir Valhalla gefallen, definitiv. Meins war es nicht. Ich fand's halt, ich hab's immer mit Ghost of Tsushima verglichen und ich hätte mir gewünscht, dass Ubisoft so viel Liebe in Valhalla steckt, wie Sucker Punch in Tsushima gesteckt hat. Deswegen war ich eher enttäuscht, muss ich sagen. Das ist halt sehr. Oh ja, oder so. Das ist halt super aufgeblasen, ne? Also es ist halt. Ich finde, es ist zu groß. Für mich ist es einfach zu groß. Ich finde es schade, dass es so groß ist. Ich hätte mir weniger, aber das ist dafür geiler gewünscht. Und ich muss nicht irgendwie dasselbe 50 Mal machen, ne? Einfach nur auf einer anderen Insel oder in einem anderen Bereich oder in einem anderen Dorf oder whatever. Das ist nicht mein Ding. Aber deswegen, ne, wenn einem sowas taugt, dann kann man da sehr, sehr viel Zeit versenken. Definitiv. Ja, auf den Sale warten oder du nimmst Uplay Plus für einen Monat. Ne? Kannst du natürlich auch machen. Ja, ich mache ja gar nichts. Hier läuft überhaupt nichts. So. Ja, aber wie gesagt. Ja gut, das ist, glaube ich, kein Zufall, ne? Was hast du denn da ein Geschenk? Achso, Deko. Ist schon Weihnachten? Ja, genau, Decoration. Ja, ein Weihnachtsdekorationsgeschenk. Mit Licht. Müssen wir Batterien reinmachen. Mache ich. Ja, kann ich dir ein bisschen was zusammenstellen. Also es gibt ein paar ganz coole, warte mal. Du kannst dir die auch auf der Cyberpunk 2077.net Seite runterladen. Und da hast du, hier YouTube, Cyberpunk, EFX, Screenshots und dann gibt es da die Wallpapers. Also das hier ist mein absolutes Favorite. Ich liebe dieses Wallpaper. Nirgendwo, ich habe es aufgemacht bei mir im Stream. Achso, sollte ich vielleicht mal soll ich mal meine Fresse wegmachen, ja? Ja, also das finde ich mega. Das finde ich auch ziemlich cool. Cyberpunk 2077.net, das ist die offizielle, ich kann dir das gleich zeigen. Also Cyberpunk 2077.net. Das ist auch übrigens, wenn man sich selbst Poster drucken möchte, kann man dort, einfach wenn du da auf der Seite bist, scrollst du ein bisschen runter und dann gibt es da so ein Media Pack, das du laden kannst. Einfach weiter runter scrollen und dann hier Free Goodies, Download Now. Also da kommt unten so eine Leiste, wo du die Night City Wires siehst. Und daneben ist Free Goodies, Download Now. Und dann nimmst du All Goodies in One Pack. Das sind 4 GB. Da sind eben auch Poster, wie du siehst, mit 1,2 GB. Also die sind wirklich richtig hochauflösend. Dann kannst du dir selbst tatsächlich Poster ausdrucken, wenn du das möchtest. Und genau. Ja, genau. Concept Arts, Wallpaper, Screenshots. Alles, was du halt drunter auch siehst. Ne? Also du kannst auch, wenn du praktisch ein bisschen drunter noch scrollst, kannst du das auch durchklicken.
Aber die kannst du dir auch runterladen und dann selber benutzen. Was ich auch ziemlich geil finde, ist das blaue Wallpaper, das gezeichnete. Ach so. Ja, ja. Das war auch geil. Ja, genau. So, ich werde mich jetzt aber verabschieden. Viel Spaß noch, Dan. Viel Spaß noch Stream. Ja. Oh. Alright. Ich verabschiede mich. Mach's gut, Dan. Ciao, ciao. Ja, nochmal vielen Dank, dass ihr alle mit dabei wart. War echt cool, hat mich gefreut. Schöne Watch-Party. Krasse Trailer. Wahnsinn. Ja, also ich glaube, meine Reaktion werdet ihr in den nächsten Tagen noch ein paar Mal zu hören bekommen. Ich denke, das wird sich nicht großartig verändern. Das war einfach crazy. Crazy. Ich habe mit viel weniger gerechnet heute. Und ich finde, sie haben uns tatsächlich so von den Socken gehauen. In dem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Macht's gut. Bis bald. Bye bye und danke fürs Reinschauen.